Lektion 1: Neue Partner. Unser heutiges Treffen war ein voller Erfolg. Ich bin froh, dass wir endlich eine Einigung erzielt haben. Ihre Ideen für das Projekt sind sehr beeindruckend. Ausgezeichnet. Ich freue mich auf unser Gespräch und die mögliche Partnerschaft. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, können wir Großartiges erreichen. Ich werde den endgültigen Vertrag morgen früh versenden. Unser Rechtsteam wird das Dokument umgehend prüfen. Wir sollten für nächste Woche einen Telefontermin vereinbaren. Mittwochnachmittag passt mir gut. Ich werde den Rest des Teams einladen. Wir müssen unsere gemeinsamen Ziele weiterhin im Blick behalten. Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen. Ich stimme zu, dass wir sehr ehrlich sein sollten. Diese Partnerschaft wird unserem Unternehmen zu schnellem Wachstum verhelfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in Zukunft erfolgreich sein werden. Vielen Dank für deinen heutigen Einsatz, John. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Lasst uns diesen Neubeginn heute Abend feiern. Ich werde einen Tisch im Restaurant reservieren. Lektion 2: Neue Ort. Ich genieße das Gefühl, unterwegs zu sein. Mir geht es genauso. Das Erkunden neuer Orte macht mir großen Spaß. Warst du schon einmal in diesem Land, Anna? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe gehört, die Leute seien sehr freundlich. Ich möchte mehr über ihre einzigartigen Traditionen erfahren. Die Geschichte dieser Stadt ist sehr lang. Ich möchte morgen die alte Bibliothek besuchen. Wir sollten auch das traditionelle Streetfood probieren. Ich hoffe, das Wetter bleibt warm und sonnig. Laut Wettervorhersage wird es ein klarer Tag. Haben Sie eine Karte der Gegend? Ich habe eine Karte auf meinem Handy. Wir sollten einen Ort zum Mittagessen suchen. In der Nähe des Bahnhofs befindet sich ein bekanntes Café. Lasst uns gleich nach der Landung dorthin gehen. Ich bin bereit für diese neue kulturelle Erfahrung. Durch das Reisen erscheint einem die Welt viel kleiner, John. Ich stimme zu, dass wir noch so viel mehr lernen. Lektion 3: Friedlicher Protest. Heute haben sich viele Menschen auf dem Platz versammelt. Sie sind hier, um an einem sehr wichtigen Protest teilzunehmen. Ich stimme zu, solange es nicht in Gewalt ausartet. Was sind die Hauptziele dieser Gruppe? Sie fordern einen besseren Schutz der lokalen Umwelt. Das ist ein sehr edles Anliegen, das es zu unterstützen gilt. Meinungsfreiheit ist ein grundlegendes Recht. Es ist wichtig, jeder Stimme Gehör zu schenken. Die meisten Menschen hier sind sehr ruhig und gelassen. Ich hoffe, die Staats- und Regierungschefs hören heute ihre Botschaft. Veränderung beginnt oft mit einer einzelnen lauten Stimme. Wir sollten mehr über ihre konkreten Forderungen lesen. In der Zeitung steht ein Artikel darüber. Ich werde auf meinem Handy danach suchen. Bildung ist der beste Weg, Probleme zu lösen. Wir müssen tolerant gegenüber unterschiedlichen politischen Meinungen sein. Frieden ist immer besser als ein hitziger Konflikt. Ich bin froh zu sehen, dass die Menschen aktiv werden. Hoffen wir auf ein sehr positives Ergebnis. Lektion 4: Eisekleidung.
Wir fahren sehr bald zum Flughafen. Ei, wie sollen wir uns für den Flughafen anziehen? Lasst uns bequeme Kleidung für den langen Flug tragen. Ich werde meinen weichsten Kapuzenpullover aus Baumwolle tragen. Das ist eine sehr kluge Wahl im Hinblick auf den Komfort. Soll ich heute meine schweren Lederstiefel anziehen? Nein, Schlupfschuhe bieten deutlich mehr Sicherheit. Ich werde meine Stiefel in den großen Koffer packen. Bedenken Sie, dass es in der Flugzeugkabine oft kalt ist. Ich werde einen warmen Schal für meinen Hals mitbringen. Hast du deinen dicken Wintermantel schon bereit? Ich werde es über meinem linken Arm tragen. Ich trage meinen Lieblingstrainingsanzug in Blau. Du wirkst sehr entspannt und reisebereit. Ich möchte während des 10-stündigen Fluges schlafen. Ich werde Musik hören und ein Buch lesen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kopfhörer in Ihrer Tasche sind. Alles ist für unsere Abreise bereit. Wir sollten jetzt ein Taxi rufen. Lektion 5. Niagara-Region. Diese Gegend ist für viele Premieren berühmt. Abgesehen von seiner Geschichte, was macht es sonst noch so besonders? Die Stadt, die an den Ontariosee grenzt. Und es liegt auch ganz in der Nähe des Niagara-Flusses. Der Boden hier ist perfekt für den Obstanbau. Ich sehe viele wunderschöne Weinberge entlang der Straße. Wir sollten anhalten und den lokalen Saft probieren. Die Architektur der Häuser ist sehr alt. Es fühlt sich an, als wären wir in einem anderen Jahrhundert. Ich möchte einen Spaziergang am See machen. Das Wasser sieht sehr blau und sehr ruhig aus. Ist der Wasserfall sehr weit von dieser Stadt entfernt? Es ist nur eine 20-minütige Fahrt Richtung Süden. Wir müssen die Wasserfälle vor Sonnenuntergang sehen. Die Kraft des Wassers ist ein beeindruckender Anblick. Die Natur in diesem Teil Kanadas ist wahrhaftig großartig. Ich bin froh, dass wir uns für diese Tour entschieden haben. Diesen Anblick werde ich noch lange in Erinnerung behalten. Ich werde ein Foto des Sees aus der Vogelperspektive machen. Lektion 6. Küchenutensilien aus Stahl. Wir müssen neue Gabeln und Löffel kaufen. Schau dir diese glänzenden Silbersitz hier an. Küchenutensilien aus Stahl sind langlebig und sehr robust. Mir gefällt, wie sie auf einem weißen Teller aussehen. Lass uns welche für unser neues Esszimmer besorgen. Kann man sie bedenkenlos in die Spülmaschine geben? Ja, dieses Material ist sehr leicht zu reinigen. Wir sollten auch eine große Suppenkelle kaufen. Ich lege ein Messerset in den Warenkorb. Diese Griffe liegen sehr angenehm in der Hand. Mit gutem Kochgeschirr wird Kochen zum viel schöneren Erlebnis. Ich möchte, dass unsere Küche sehr modern aussieht. Stahl passt farblich zu unserem neuen Kühlschrank. Wir haben jetzt alles, was wir für den Tisch brauchen. Ich werde den Preis an der Kasse überprüfen. Ich hoffe, Sie haben heute einen Rabatt für uns. Die Qualität ist den Aufpreis wert, Anna. Ich stimme zu, dass wir das Beste kaufen sollten. Ich werde die schwere Kiste zum Auto tragen. Lektion 7. Luxusuhr. Ich möchte mir heute eine neue Uhr kaufen, Anna. Wir sollten etwas finden, das Ihrem Geschmack entspricht. Ich hoffe es, denn ich bin sehr wählerisch.
Ich wünsche mir eine Uhr im klassischen Stil. Ich bevorzuge ein schlichtes schwarzes Lederarmband. Dieses goldene Exemplar sieht sehr elegant und teuer aus. Ich finde Gold etwas zu grell. Wie wäre es mit dieser silbernen Uhr mit blauem Zifferblatt? Das kommt dem, was ich will, schon viel näher. Es ist wasserabweisend und zeigt das Datum an. Mir gefällt das Gewicht an meinem Handgelenk. Es passt hervorragend zu Ihrem Anzug. Ich werde den Verkäufer nach dem Endpreis fragen. Sie sollten auch die Garantiebedingungen für Reparaturen prüfen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der beachtet werden sollte. Eine gute Uhr kann ein Leben lang halten. Ich bin mit dieser konkreten Wahl sehr zufrieden. Das ist ein sehr elegantes Accessoire für dich, John. Ich werde dieses Exemplar mit nach Hause nehmen. Lektion 8. Wochenendpause. Ich habe in der vergangenen Woche viele Stunden gearbeitet. Hi, hast du schon mal über eine Reise nachgedacht? Ein Wochenendausflug klingt nach einer wunderbaren Idee. Ja, ich könnte wirklich eine Auszeit von der Arbeit gebrauchen. Wohin sollen wir für einen Kurzurlaub fahren? Wir könnten in die Berge oder an den Strand fahren. Die frische Bergluft ist sehr angenehm. Ich möchte in einer kleinen Holzhütte übernachten. Wir können wandern gehen und die hohen Bäume bewundern. Es wird uns helfen, den Trubel im Büro zu vergessen. Sollen wir am Freitagabend nach der Arbeit losfahren? Das würde uns 2 volle Tage Ruhe gönnen. Ich werde den Wetterbericht für das kommende Wochenende prüfen. Ich hoffe, es ist sonnig und nicht zu kalt. Ich werde die Hütte jetzt im Internet buchen. Ich werde ein paar Snacks für die lange Fahrt vorbereiten. Ich fühle mich schon viel entspannter, Anna. Die Natur ist der beste Weg, unsere Energie wieder zu erlangen. Ich freue mich auf unsere Bergtour. Lektion 9. Neue Umgebung. Du siehst heute Nachmittag etwas traurig aus, Anna. Ich vermisse mein altes Haus und meine alten Freunde. Ich weiß, aber es ist wichtig, Neues anzunehmen. Es ist schwer, sich an einem fremden Ort zu Hause zu fühlen. Du solltest morgen versuchen, den örtlichen Park zu erkunden. Die Leute hier scheinen sehr beschäftigt und sehr schnell zu sein. Sie werden schon bald viele freundliche Nachbarn kennenlernen. Hoffentlich finde ich ein gutes Café. In der nächsten Straße befindet sich eine sehr berühmte Bäckerei. Ich liebe den Duft von frischem Brot am Morgen. Wir können am Samstagmorgen gemeinsam dorthin fahren. Das ist sehr freundlich von dir, John. Jeder neue Ort hat etwas Besonderes zu entdecken. Ich beginne etwas positiver gestimmt zu sein. Du solltest dein neues Zimmer mit Fotos dekorieren. Ich werde meine Lieblingsbilder an die Wand hängen. Dadurch wirkt der Raum viel persönlicher. Vielen Dank für den herzlichen Empfang in der Stadt. Ich freue mich, hier einen neuen Freund gefunden zu haben. Lektion 10. Zahlungsplan. Ich habe den ersten Teil des Dokuments gelesen. Haben Sie irgendwelche Bedenken hinsichtlich der Projektbedingungen? Ein weiterer Punkt betrifft die Zahlungspläne. Wir würden es vorziehen,
zunächst die Hälfte des Gesamtbetrags zu erhalten. Das ist auch in unserer Branche gängige Praxis. Wann wird die zweite Zahlung bei uns eingehen? Sie wird nach Fertigstellung des Abschlussberichts versandt. Das erscheint für beide Teams sehr vernünftig. Ich werde den Vertrag mit diesen konkreten Daten aktualisieren. Bitte senden Sie mir die neue Version noch heute per E-Mail. Ich werde auch die Bankdaten angeben. Wir müssen sicherstellen, dass alle Finanzunterlagen absolut übersichtlich sind. Genauigkeit ist für unser Unternehmen das Wichtigste. Ich bin froh, dass wir diesen Punkt so früh besprochen haben. Dadurch werden Missverständnisse in den kommenden Wochen vermieden. Ich bin bereit, den Vertrag morgen früh zu unterzeichnen. Ich bringe Ihnen die ausgedruckten Unterlagen ins Büro. Vielen Dank für Ihre Organisation und Professionalität, John. Ich schätze unsere Arbeitsbeziehung sehr. Lektion 11: Ziele und Träume. Ich denke oft darüber nach, wo ich in 10 Jahren sein werde. Wir alle haben große Ziele und Träume im Leben. Mir ist bewusst, dass es für uns von entscheidender Bedeutung ist, konzentriert zu sein. Was ist dein größter Traum für deine Karriere, John? Ich möchte demnächst mein eigenes Technologieunternehmen gründen. Das würde viel Mut und harte Arbeit erfordern. Ich lerne jeden Tag, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Ich möchte die Welt bereisen und Bücher schreiben. Du bist eine sehr talentierte und sehr kreative Schriftstellerin. Ich hoffe, die Leute finden meine Geschichten sehr interessant und tiefgründig. Wir dürfen niemals aufgeben, was wir wollen. Erfolg braucht Zeit und viel Geduld. Ich glaube, wir können alles erreichen, wenn wir es nur versuchen. Die Unterstützung von Freunden macht die Reise viel leichter. Ich werde immer da sein, um Sie zum Schreiben zu ermutigen. Und ich werde mit Ihnen die Gründung Ihres Unternehmens feiern. Lasst uns weiterhin hart an unserer strahlenden Zukunft arbeiten. Unseren großen Ambitionen sind keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre. Lektion 12: Vielfalt annehmen. Der heutige Redner sprach über viele verschiedene Kulturen. Das stimmt, Toleranz ist unerlässlich. Wir müssen Vielfalt auch in unserem Alltag akzeptieren. Das Kennenlernen anderer Menschen macht uns viel weiser. Ich probiere gerne Gerichte aus vielen verschiedenen Ländern. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine neue Kultur kennenzulernen. Wir sollten die Traditionen jedes Einzelnen respektieren. Eine vielfältige Welt ist ein wesentlich interessanterer Ort. Ich möchte nächstes Jahr eine zweite Sprache lernen. Das wird Ihnen helfen, mit mehr Menschen zu kommunizieren. Gegenseitiges Verständnis beugt vielen unnötigen Konflikten vor. Bildung ist der Schlüssel zu einer friedlichen Welt. Ich bin froh, dass unsere Universität viele internationale Studierende hat. Ich habe viele neue Freunde aus aller Welt kennengelernt. Wir sollten ein Kulturfestival auf dem Campus organisieren. Ich kann bei der Musik und der Dekoration helfen. Das wäre ein wunderbares Ereignis für alle hier. Lasst uns mit dem Studierendenrat darüber sprechen. Ich werde heute Abend einen Vorschlag für das Festival ausarbeiten. Lektion 13: Rätsel lösen.
Dieses Logikrätsel ist viel schwieriger als das letzte. Ich mag die Herausforderung, die richtige Antwort zu finden. Das motiviert mich, weitere davon zu lösen. Ich sehe das genauso. Es ist eine großartige Denkweise. Ich glaube, ich habe ein Muster in diesen Zahlen entdeckt. Mal sehen, ob diese Logik auch bei mir funktioniert. Wenn wir diese beiden addieren, erhalten wir das Ergebnis. Du bist ein sehr kluger Mensch, dass du das erkannt hast, John. Für diese Aufgabe sind wir ein sehr gutes Team. Probleme gemeinsam zu lösen geht viel schneller und macht mehr Spaß. Ich genieße das Gefühl des Erfolgs nach einem langen Versuch. Mein Gehirn fühlt sich jetzt sehr scharf und sehr aktiv an. Wir sollten in dem Buch nach weiteren Rätseln suchen. Nächstes Mal möchte ich ein Worträtsel ausprobieren. Das wird uns auch helfen, unseren englischen Wortschatz zu verbessern. Lernen sollte für uns immer ein interessantes Spiel sein. Ich bringe morgen ein neues Spielebuch mit. Ich freue mich auf unsere nächste mentale Übungseinheit. Ich bin bereit für die nächste schwierige Herausforderung. Lektion 14. Neues Workout. Ich suche nach einer neuen Möglichkeit, fit zu bleiben. Hi, hast du schon von diesem neuen Trainingsprogramm gehört? Alle sind begeistert von dem hochintensiven Kurs. Es soll viele Kalorien sehr schnell verbrennen. Ich bin etwas besorgt, dass es zu schwierig sein könnte. Wir können langsam anfangen und unsere Kraft täglich steigern. Der Kursleiter ist für seine große Energie bekannt. Ich mag Musik, die mich zu schnellen Bewegungen animiert. Wir sollten ausreichend Wasser mit in den Unterricht bringen. Und wir sollten auch unsere besten Laufschuhe tragen. Ich möchte meine Gesundheit verbessern, bevor der Winter beginnt. Bewegung ist gut für Körper und Geist. Wirst du am Montag zur ersten Sitzung kommen? Ich werde um 6 Uhr abends dort sein. Das ist der perfekte Zeitpunkt für ein gutes Training. Ich hoffe, wir fühlen uns sehr stark und sehr gesund. Ich werde unseren Namen an der Rezeption registrieren. Ich freue mich darauf, mit dir etwas Neues auszuprobieren. Bereiten wir uns auf einen sehr anspruchsvollen Kurs vor. Lektion 15. Arbeitswoche. Ich habe einen Artikel über die Änderung des Bürozeitenplans gelesen. Was ist Ihre Meinung zur Viertagewoche? Ich denke, das würde uns mehr Zeit zur Erholung geben. Die Produktivität könnte mit mehr Freizeit sogar steigen. Ich würde meinen zusätzlichen freien Tag in der Natur verbringen. Ich würde die Zeit nutzen, um ein neues Hobby zu erlernen. Viele Unternehmen testen diese Idee gerade. Glaubst du, unser Chef würde dem jemals zustimmen? Wir sollten ihm die positiven Daten von anderen zeigen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Ein verlängertes Wochenende jede Woche klingt wie ein Traum. Wir wären viel glücklicher und weniger gestresst. Wir könnten unsere Aufgaben in weniger Stunden erledigen, wenn wir uns konzentrieren würden. Qualität ist wichtiger als die insgesamt aufgewendete Zeit. Ich stimme zu, dass wir intelligenter arbeiten sollten, nicht länger. Hoffen wir, dass sich die Welt in Richtung dieses Wandels bewegt. Ich werde einen kurzen Bericht über die Vorteile verfassen. Das ist eine sehr vorausschauende und kluge Idee, John.
Ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Lektion 16. Festtagsstil. Ich freue mich schon auf unseren diesjährigen Sommerurlaub. Bevorzugen Sie Entspannung oder Aktivität im Urlaub? Ich verbringe meine Zeit am liebsten mit viel Aktivität. Ich sitze gerne am Pool und lese Bücher. Ich genieße es, Berge zu besteigen und neue Städte zu erkunden. Das klingt ganz schön anstrengend für eine Woche Ruhe. Es hilft mir, den Stress meiner Arbeit zu vergessen. Ich finde, absolute Stille ist besser für meinen Geist. Wir sollten einen Ort finden, der beide Optionen bietet. Ein Ferienort in der Nähe eines Berges und eines Strandes ist perfekt. So kann ich wandern und du kannst still sitzen. Möchtest du mich zum Abendessen in das ruhige Restaurant begleiten? Nach einer Wanderung werde ich auf jeden Fall Hunger haben. Wir müssen morgen die Reisedaten mit unserem Manager abklären. Ich hoffe, die Flugtickets sind jetzt nicht zu teuer. Wir sollten das Hotel vor Ende Mai buchen. Ich werde im Internet nach den besten Angeboten suchen. Du bist sehr gut darin, günstige Reisepreise zu finden, Joan. Ich werde mit meiner Recherche beginnen, sobald ich wieder zu Hause bin. Lektion 17. Zimmerpflanzen. Dein Wohnzimmer sieht sehr grün und sehr frisch aus, Anna. Ich lerne gerade, wie ich meine neuen Pflanzen pflege. Was ist die wichtigste Regel für die Zimmergärtnerei? Die meisten Zimmerpflanzen bevorzugen helles, aber direktes Licht. Ich habe meinen kleinen Kaktus direkt neben das Fenster gestellt. Für ihr Wachstum ist es ideal, sie in der Nähe von Fenstern zu platzieren. Benötigen Sie jeden Tag viel Wasser? Nein, man sollte sie nur gießen, wenn die Erde trocken ist. Ich vergesse oft, den Boden meiner Pflanzen zu überprüfen. Du kannst dir eine Erinnerung auf deinem Handy einstellen, John. Das ist eine sehr kluge Art, meinen Garten zu bewirtschaften. Manche Pflanzen mögen auch etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Ich werde mir im Laden eine kleine Sprühflasche kaufen. Dann werden ihre Pflanzen sehr gesund und sehr glücklich sein. Als nächstes möchte ich mir einen großen Farn für mein Schlafzimmer kaufen. Fahne sind wunderschön, aber sie brauchen viel Schatten. Ich werde einen perfekten Platz dafür in meinem Regal finden. Gärtnern ist ein sehr entspannendes Hobby für vielbeschäftigte Menschen. Ich fange an, Freude daran zu finden, mich um Lebewesen zu kümmern. Lektion 18. Sicherheit geht vor. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Häuser für alle sicher sind. Ich stimme zu, dass Vorbereitung der Schlüssel zur Sicherheit ist. Sie sollten Ihrerseits Notrufnummern in der Nähe Ihres Telefons aufbewahren. Oder Sie müssen die Notrufnummern genau kennen. Ich habe die Nummer der Feuerwehr bereits gespeichert. Sie sollten auch die Telefonnummer der örtlichen Polizei angeben. Meine Kinder wissen, wie man in einer Krise Hilfe ruft. Das ist eine sehr wichtige Lektion, die junge Menschen lernen sollten. Hast du einen Erste-Hilfe-Kasten in deiner Küche? Ja, es befindet sich im Schrank unter der Spüle. Wir sollten die Verfallsdaten der darin enthaltenen Medikamente überprüfen. Ich werde das tun, sobald ich heute wieder zu Hause bin. Es ist außerdem ratsam, einen funktionierenden Rauchmelder zu haben.
Ich teste die Batterien in meinem Detektor jeden Monat. Du bist eine sehr verantwortungsbewusste und umsichtige Person, Anna. Sicherheit ist etwas, das wir zu Hause niemals ignorieren sollten. Ich werde mir einen neuen Feuerlöscher für meine Garage kaufen. Das ist eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem Sicherheitskonzept für Ihr Zuhause. Ich fühle mich nach unserem heutigen Gespräch viel sicherer. Lektion 19. Zukunft gestalten. Die Geschichte dieser Nation ist mit vielen verschiedenen Menschen verbunden. Jede Gruppe hat zum Wachstum unserer Gesellschaft beigetragen. In dieser Stadt leben viele Schwarze und Hispanics. Menschen aller ethnischen Gruppen sind Teil dieser Geschichte. Wir dürfen auch die Geschichte der Ureinwohner Amerikas hier nicht vergessen. Alle diese Gruppen kämpfen darum, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Die Volkszählung ergab, dass 13% der Bevölkerung schwarz sind. Ungefähr 19% der Bevölkerung bezeichnen sich als hispanischer Herkunft. Das sind sehr wichtige Zahlen für unsere lokale Wirtschaft. Vielfalt macht unsere Kultur umso stärker und lebendiger. Ich möchte mehr über die Herausforderungen erfahren, denen Sie gegenüberstehen. Wir sollten den neuen Bericht zur sozialen Gleichheit gemeinsam lesen. Es ist wichtig, jedes Mitglied der Gemeinschaft zu unterstützen. Hier sollten für jeden einzelnen Chancen bestehen. Ich glaube, dass Bildung das beste Mittel zum Fortschritt ist. Es hilft Menschen dabei, eine bessere Zukunft für ihre Familien aufzubauen. Wir beobachten, dass in diesem Gebiet immer mehr kleine Unternehmen eröffnen. Das ist ein sehr positives Zeichen für die gesamte Stadt. Ich werde am Donnerstagabend an der Bürgerversammlung teilnehmen. Lektion 20. Gefallen tun. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir unsere Arbeit in dieser Firma begannen. Seitdem haben wir uns gegenseitig auf vielfältige Weise geholfen. Manchmal habe ich Joan oder Jane einen Gefallen getan. Und manchmal haben sie mir auch einen Gefallen getan. Teamarbeit ist der Grund für den Erfolg unserer Projekte. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir bei diesem langen Bericht geholfen haben. Es war mir ein Vergnügen, einem Kollegen in Not zu helfen. Du bist immer sehr großzügig mit deiner begrenzten Zeit, John. Anderen zu helfen schafft ein deutlich besseres Arbeitsumfeld. Ich versuche, jeden Gefallen so schnell wie möglich zu erwidern. Deshalb arbeiten alle so gerne in deinem Team, Anna. Wir sollten uns auch in Zukunft gegenseitig unterstützen. Ich habe eine kleine Aufgabe, bei der ich eine zweite Meinung benötige. Ich sehe es mir gerne gleich für Sie an. Es wird nur 10 Minuten Ihres geschäftigen Nachmittags in Anspruch nehmen. Ich habe meine Arbeit heute ohnehin frühzeitig beendet, John. Sie sind ein sehr zuverlässiger und freundlicher Geschäftspartner. Gemeinsam sind wir ein sehr starkes Team. Ich sende Ihnen das Dokument jetzt an Ihren Computer. Lektion 21. Bücherlisten. Es gibt so viele Bücher, die ich heute kaufen möchte. Wie merkt man sich, welche Bücher man lesen möchte? Wie behältst du den Überblick über Bücher, die du haben möchtest? Ich benutze eine spezielle App auf meinem Handy für Listen. Normalerweise mache ich einfach ein Foto vom Buchcover. Eine Liste ist besser, weil man sie nach Genre sortieren kann.
Das ist eine sehr kluge Art, eine große Bibliothek zu verwalten. Ich schreibe außerdem eine kurze Notiz darüber, warum es mir gefällt. Ich habe über 50 Bücher in meinem Bücherregal zu Hause. Du solltest versuchen, jeden Monat ein Buch zu lesen. Ich beginne mit diesem Kriminalroman am Fenster. Ich habe gehört, dass das Ende sehr überraschend und rasant ist. Verrate mir das Geheimnis der Geschichte noch nicht, Anna. Ich verspreche, das Geheimnis zu bewahren, bis du mit dem Lesen fertig bist. Ich werde deinen Namen in meine Liste der Buchfreunde aufnehmen. Wir können bei jedem Treffen unsere Lieblingstitel austauschen. Ich werde mir dieses Buch kaufen und jetzt nach Hause gehen. Ich hoffe, Ihnen gefällt jede einzelne Seite dieser Geschichte. Ich werde mit dem Lesen beginnen, sobald ich ankomme. Lektion 22. Abendessen planen. Wir sollten eine sehr gesunde Beilage wählen. Ein griechischer Salat würde gut zum Fleischgericht passen. Geröstetes Gemüse wäre ebenfalls eine sehr gute Wahl. Ich werde Karotten und Brokkoli für den Braten verwenden. Sollen wir zum Essen frisches Brot servieren? Ja, warmes Brot kommt bei Gästen immer gut an. Ich werde den Salat mit Olivenöl zubereiten. Vergessen Sie nicht, etwas Feta-Käse hinzuzufügen. Ich werde die Zutaten auf dem Markt kaufen. Wir müssen wissen, ob jemand Allergien hat. Ich werde Ihnen eine Nachricht schicken und Sie fragen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Vorgehensweise. Was sollen wir später als Dessert servieren? Ich denke, frisches Obst ist die beste Option. Ich werde mir Erdbeeren und süße Sahne kaufen. Unsere Freunde werden sich sehr darüber freuen. Ich möchte, dass der Abend etwas ganz Besonderes wird. Ich werde dir bei den Küchenarbeiten helfen. Wir werden heute Abend um 7 Uhr bereit sein. Lektion 23. Hausreparaturen. Ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, Dinge in meinem Haus zu reparieren. Sie haben viele schwierige Reparaturen erfolgreich abgeschlossen. Nun ja, ich habe auch kleine Löcher in den Wänden ausgebessert. Der Lack sieht jetzt sehr glatt und gleichmäßig aus, John. Ich habe ein kleines Werkzeug benutzt, um den weißen Gips aufzutragen. Hast du auch das undichte Rohr im Badezimmer repariert? Ja, ich habe die alte Gummidichtung durch eine neue ersetzt. Du entwickelst dich in deiner Freizeit zu einem sehr guten Handwerker. Es spart eine Menge Geld, die Arbeit selbst zu erledigen. Ich brauche Hilfe bei einer kaputten Tür in meiner Wohnung. Ich kann Ihnen am Sonntagmorgen meinen Werkzeugkasten vorbeibringen. Das wäre sehr hilfreich, da ich handwerklich nicht besonders begabt bin. Wir müssen nur ein paar Schrauben am Scharnier festziehen. Ich werde uns als Dankeschön ein Mittagessen spedieren. Mir macht die Arbeit mit meinen Händen Spaß und das Lösen dieser Probleme bereitet mir Freude. Ein gut gepflegtes Haus ist ein sehr komfortabler Wohnort. Ich werde jetzt überprüfen, ob ich alle benötigten Werkzeuge habe. Wir sehen uns dann am Sonntag um 10 Uhr. Ich werde pünktlich da sein, um dir zu helfen, Anna. Lektion 24. Lohn der Arbeit. Ich habe nicht mehr so viele Schüler wie früher. Dennoch empfinde ich das Unterrichten hier nach wie vor als sehr bereichernd. Ich mag es, Menschen zu sehen, die anfangs nichts wissen. Und dann werden sie innerhalb weniger Monate sehr gescheckt.
Ihr Fortschritt ist der schönste Teil meines Arbeitstages. Sie helfen Ihnen dabei, eine neue Karriere und eine Zukunft zu finden. Die meisten meiner Schüler sind sehr engagiert und fleißig. Bildung kann das Leben eines Menschen grundlegend verändern. Ich habe heute einen ehemaligen Schüler in einer großen Fabrik arbeiten sehen. Er muss Ihnen sehr dankbar sein für die Lektionen, die Sie ihm erteilt haben. Ich versuche, meinen Unterricht sehr interessant und sehr einfach zu gestalten. Deshalb genießen Sie bei Ihren Schülern so großen Respekt, John. Ich möchte einen neuen Kurs für das Frühjahrssemester erstellen. Sie sollten sich auf digitale Kompetenzen und moderne Technologien konzentrieren. Ich werde heute Abend mit dem Schreiben des Kursplans beginnen. Ich bin mir sicher, dass es ein sehr großer Erfolg für Sie werden wird. Ich freue mich, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern. Ihre Leidenschaft für das Unterrichten ist hier für alle sehr deutlich erkennbar. Ich werde für die nächste Unterrichtsstunde in mein Klassenzimmer zurückkehren. Lektion 25: Dschungelwanderung. Erzähl mir von deinem Urlaub in den Bergen Asiens. Die Wanderung durch die üppigen Dschungel in Chiang Mai war großartig. Das klingt abenteuerlich. Wie lange seid ihr denn jeden Tag gelaufen? Wir sind etwa 6 Stunden durch den dichten Wald gelaufen. Haben Sie wilde Tiere oder seltene tropische Vögel gesehen? Wir sahen viele bunte Papageien und auch einige kleine Affen. War das Wetter im Wald sehr heiß und feucht? Ja, es war sehr warm, aber der Fluss war recht kühl. Ich möchte im nächsten Sommerurlaub so eine Reise machen. Man muss in sehr guter körperlicher Verfassung sein, um die Hügel zu besteigen. Ich werde im Park mit dem Laufen beginnen, um meine Kraft aufzubauen. Du brauchst außerdem ein paar sehr robuste Wanderschuhe, John. Ich werde die gesamte benötigte Ausrüstung im Sportgeschäft kaufen. Das ist ein Erlebnis, das Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird. Ich liebe die Vorstellung, dem Trubel der Stadt zu entfliehen. Die Stille des Dschungels ist sehr friedlich und sehr tiefgründig. Ich werde mir deine Reisefotos heute Abend ansehen, Anna. Ich bringe meinen Laptop mit, um Ihnen auch die Videos zu zeigen. Ich freue mich sehr darauf, mehr über Ihre Trekkingtour zu erfahren.